Ob ein Achtel Liter oder ein Viertel Kilo, Brüche begegnen uns im Alltag überall. Dieses Video gibt einen kurzen Überblick, wozu man Brüche braucht und wie sie mit den Nachkommastellen von Dezimalzahlen zusammenhängen. Mit Brüchen lassen sich Teile von einem Ganzen darstellen. Man benötigt sie also immer, wenn etwas aufgeteilt oder dividiert wird oder auch um Verhältnisse darzustellen. Dazu kann man natürlich auch Kommazahlen verwenden. Wie wir gleich sehen werden, ist es aber oft einfacher und manchmal sogar genauer, Zahlen als Bruch darzustellen. Für die Umrechnung von Brüchen in Kommazahlen starten wir mit einem einfachen Beispiel. Teilt man einen Meter in 4 gleiche Teile, erhält man 4 Stücke mit jeweils einem Viertelmeter Länge. Nimmt man einen Taschenrechner und dividiert 1 durch 4, erhält man 0,25 als Ergebnis. Ein Viertelmeter sind also 0,25 Meter oder 25 Hundertstel eines Meters bzw. 25 Zentimeter. Sehen wir uns diese Umrechnung noch einmal genauer an. Dazu nehmen wir 2 Kreise und teilen den linken Kreis in 4 und den rechten in 100 Teile. Vergleichen wir nun die beiden Kreisteile, sehen wir, dass die Fläche eines Viertels gleich groß wie die Fläche von 25 Hundertstel ist. Dividiert man 100 durch 25, erhält man wieder 4. 25 Hundertstel kann also zu einem Viertel gekürzt werden. Die Teilung von Größen in Hundertstel hat auch für eine andere Darstellungsform von Verhältnissen eine große Bedeutung, nämlich für die Prozentrechnung. Das Wort Prozent kommt nämlich vom lateinischen per cento und bedeutet so viel wie von 100 oder Hundertstel. Wie hier zu sehen, entspricht ein Viertel genau 25 Hundertstel und demzufolge genau 25% eines ganzen Kreises. Doch dazu mehr in einem anderen Video. Wir wollen uns auf die Umrechnung ins Dezimalsystem konzentrieren. Das lateinische Dezimalis steht für 10, daher unterteilen wir ein Ganzes in 10 gleiche Teile. Der Bruch ein Zehntel entspricht dann der Dezimalzahl 0,1. Der Bruch ein Fünftel entspricht 2 Zehntel oder 0,2 und der Bruch ein halbes entspricht 5 Zehntel oder der Dezimalzahl 0,5. Aber auch alle anderen, nicht durch 10 teilbaren Brüche, können als Dezimalzahl angeschrieben werden. Sehen wir uns das Beispiel von zuvor noch einmal an und vergleichen ein Viertel mit einer in 10 Teilen geteilten Fläche. In einem Viertel haben 2 Zehntel zur Gänze Platz, jedoch fehlt da noch ein kleines Stück. Um genauer zu werden, müssen wir den Rest noch einmal durch 10 teilen. Eines dieser kleinsten Teile entspricht jetzt einem Hundertstel des Ganzen. Wir zählen nun 5 dieser Teile dazu und erhalten so 2 Zehntel plus 5 Hundertstel oder als Dezimalzahl ausgedrückt 0,25. Die beiden Flächen sind jetzt genau gleich lang. Ein Viertel entspricht also genau 0,25. Als nächstes versuchen wir den Bruch ein Drittel in eine Dezimalzahl umzurechnen. Dazu teilen wir die untere Fläche wieder in 10 Teile. Die untere Fläche entspricht etwa 3 Zehntel plus einem kleinen Rest. Wir teilen also diesen Rest wieder durch 10 und erhalten so Hundertstel. Bei genauer Betrachtung sehen wir, dass wir wieder 3 dieser Hundertstel brauchen, jedoch noch immer ein Rest bleibt. Wir teilen diesen Rest also wieder durch 10 in Tausendstel und zählen wieder 3 dazu, doch es bleibt auch hier wieder ein Rest. Wir können diesen Prozess nun beliebig oft wiederholen und werden immer wieder 3 weitere, noch kleinere Teile benötigen. Das entspricht einer Dezimalzahl mit unendlich vielen Nachkommastellen. Man spricht hier von einer periodischen Zahl. Rechnet man mit einer solchen Zahl im Taschenrechner, wird dieser immer ab einer gewissen Nachkommastelle runden. Wir sehen also, dass manchmal ein Bruch eine einfachere und genauere Darstellung eines Teils eines Ganzen ist. Um ein möglichst genaues Ergebnis zu erhalten, ist es daher oft sinnvoller, mit Brüchen zu rechnen, anstatt mit Dezimalzahlen, da beim Rechnen mit Dezimalzahlen immer Rundungsfehler entstehen können. Jetzt bist du dran. Versuche selbst ein Sechstel und ein Achtel als Dezimalzahl darzustellen. Welcher der beiden Brüche lässt sich genau berechnen und welcher hat unendlich viele Nachkommastellen?